Hugo, du errätst nie, wen du das Buch. Du konntest deine Mutter also nicht überzeugen. Ihre Antwort war klar. Sie will sie nicht mehr sehen. Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Hört mich jemand? Und? Wie fandst du's? Nicht schlecht. Ich gehe dann mal. Hi, Robin. Vanessa. Und wie fandest du's? Du glaubst doch nicht etwa... Ja, ein bisschen wundert mich das schon. Ich meine, du knutschst hier mit Vanessa rum. Sie wollte wissen, wie es ist, eine Frau zu küssen. Ach so. Was denkst du denn? Meinst du, ich stehe jetzt auf Frauen? Ja. Das hier habe ich uns bestellt. Ich bin einfach abgerutscht. Meine Schuhe sind viel zu glatt. Ja, Sie haben noch mal Glück gehabt. Es ist kein Schaden zu sehen. Und Sie wissen jetzt, wozu Stoßstangen da sind? Ja, also habe ich trotzdem bestanden. Naja, die Prüfung müssen Sie natürlich noch mal wiederholen. Aber Sie haben doch gerade gesagt, dass... Ja, aber das bezog sich nur auf eventuelle Reparaturkosten. Und da haben Sie nichts zu befürchten. Aber ich habe doch ansonsten alles richtig gemacht. Ja, wenn ich da auch noch was zu sagen, das kann man da nicht noch was machen. Ja, aber das müssen Sie doch einsehen. Und nehmen es nicht so tragisch. Ich bin sicher, beim nächsten Anlauf klappt's. Das Einparken werden wir noch mal gezielt üben. Genau. Wiederschauen. Oh nein. Silvia, hör mich an. Warum gehst du nicht zurück nach Kanada, damit wir uns beiden gedient? Weil ich dich liebe, glaub mir, ich werde alles für dich tun. Das hast du doch schon. Ich um meinen Job gebracht und um meinen Ruf, ich denke, das reicht. Ich wollte dich bei Graf Landstein reinwaschen, aber ich kam nicht dazu. Tanja hat... Hat sie dir Angst gemacht, ja? Ein Grund mehr, Düsseldorf umgehend zu verlassen. Nein, das kann ich eben nicht. Ich will meine Fehler wieder gut machen. Indem du mich bedrängst, ja komm, vergiss es. Jetzt lass mich durch. Vanessa? Tja, nur weil sie bislang hetero war. Ich meine, vielleicht hat sie es gerade eben erst gemerkt. Oder sie glaubt das und fragt sich, was los ist. Ich kenne Vanessa echt schon ein bisschen länger. Die steht hundertprozentig auf Männer. Da steckt irgendwas dahinter. Kann ich reinkommen? Moment. Ich muss zur Arbeit. Ich brauche ganz dringend meine Tasche. Ja, Sekunde noch. Okay. Ja gut, ich bin dann mal im Bad. Vanessa. Robin. Sorry. Ich liege ja auch echt nicht mehr lang zur Last, versprochen. Gibt's denn was Neues von deinem Vater? Kommt der bald raus? Sieht nicht so aus. Aber ich ziehe trotzdem wieder nach Königsbrunn. Welchen Blumen kannst du mir sonst wo hinstecken? Du hast mir gerade meine Führerschein versaut. Das kann ich dafür, wenn du einen anderen Wagen rammst. Wenn du nicht aufgetaucht wärst, wäre alles glatt gelaufen. Ich wollte dir nur die Daumen drücken. Die Daumen drücken? Das kannst du dir sparen. Du warst gestern Abend nicht für mich da. Dann brauchst du jetzt hier auch nicht aufzutauchen. Okay, ich hab dich versetzt, es war daneben und ich sehe es ein. Du hättest anrufen können. Aber es war schon so spät, da wollte ich dich nicht aufwecken. Du hättest mich nicht geweckt. Das konnte ich doch nicht ahnen. Nein, natürlich nicht. Aber Hauptsache, deine blöde Party war ein Erfolg im Gegensatz zu meinem Führerschein. Wie, doch nicht geklappt? Frag den da.
Ui, ich glaube, wir hätten warten sollen. Aber besser gewesen. Ich mache mir keine Sorgen um Coco. Die ist so lesbisch, wie du schwul bist. Was soll denn das Ganze dann? Angeblich ist Vanessa plötzlich lesbisch. Vanessa? Und? Hast du ein Problem damit? Nein. Dann ist ja gut. Also das hätte ich wirklich als allerletztes erwartet. Lars, das glaubst du doch nicht wirklich. Du nicht? Bei Vanessa steckt doch immer was anderes dahinter. Wer weiß, was sie sich diesmal wieder für eine Intrige ausgedacht hat. Na, ich weiß nicht. So tun, als ob sie lesbisch sei? Was willst du denn damit bezwecken? Keine Ahnung. Ich will es auch gar nicht wissen. Vielleicht ist sie es ja wirklich. Wahrscheinlich liegt's an mir. Anna ist ja auch zum anderen Ufer gewechselt. Dann würde ich aber echt mal auf Natalie aufpassen, ne? Na Quatsch. Man sagt doch, in jedem stecken beide Seiten. Vielleicht hat sie es jetzt erst gemerkt. Ich soll Hagen wieder vertrauen? Ich stell doch nur Fragen. Er hat auf die mieseste Art mit mir gespielt. Ich habe darüber alles verloren. Ja, aber Der Mann ist für mich gestorben. in letzter Zeit benimmt er sich so anders. Wer weiß, was die beiden wieder vorhaben, Tanja und er. Aber die werden sich noch wundern. Oh, da kommt noch mehr Arbeit. Hey, leg's einfach dahin. Ist noch was? Ja. Hast du vielleicht Lust, irgendwann demnächst mal mit mir essen zu gehen? Dafür habe ich keine Zeit. Carla, ich finde es echt schade, diese Eiszeit zwischen uns. Wollen wir uns nicht wieder vertragen? Du hast dir eine ganze Menge geleistet. Das mit Anke tut mir echt leid. Ich wollte das mit dem Kuss nicht und auch nicht eure Trennung. Das geht dich alles nichts an. Ich weiß. Also, ist doch schon mal ein Anfang. Dann bist du nicht mehr sauer? Nein. Ja? Könntest du mir vielleicht ein bisschen Geld vorstrecken? Vanessa, du kriegst jeden Monat Geld von mir und hier verdienst du auch ganz gut. Aber das reicht doch vorne und hinten nicht. Wie viele Stunden in der Woche arbeitest du hier? 13? Wir können gerne auf 30 erhöhen. Arbeit ist genug da. Dad hat mir auch immer geholfen. Ich bin aber nicht dein Dad. Werd bitte endlich erwachsen. Na, lässt du deinen Frust ab? Das ist Kunst, falls es dich interessiert. Ach komm, ist doch nicht so schlimm. Du nimmst einfach nochmal 2 Fahrstunden und das nächste Mal bestehst du. Ich hätte auch heute bestanden, wenn dieser blöde Fahrlehrer mein Auge zugedrückt hätte. Das war ein winzig kleiner, dämlicher Fehler. Ja, das reicht halt manchmal. Schließlich habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen, das alles nur wegen Andi. Ja, stimmt, das war wirklich nicht nett, dich ausgerechnet vor der Prüfung zu versetzen. Nicht nett, das war total typisch. Immer wenn ich ihn brauche, ist er nicht da, genau wie Johannes. Ja, das hat ja wohl jetzt nichts mit der Prüfung zu tun. Jawohl, diese ganze Warterei, die stresst mich. Ich will diese Standpauke wegen dieser Englischklausur endlich hinter mich bringen. Dann ist am Ende noch deine Englischlehrerin schuld. Ja, genau, mit der hat nämlich alles angefangen. Ach komm, jetzt hör mal auf. Warum? Also du hast in der Schule gepusht und du hast ein Autogramm. Das hast du beides selber verbockt. Ich meine, du kannst die Schuld nicht immer nur bei anderen suchen. Ja toll, fall mir doch in den Rücken. Ey, ich sag nur meine Meinung, das tust du auch. Weißt du was? Lass mich in Ruhe, hau ab. Hau ab. Wie du willst. Hi. Darf ich mich setzen? Hier sind genügend andere Tische frei. Außerdem bin ich mit Carla verabredet. Ehrlich gesagt, habe ich die SMS geschickt. Ich habe nur Carlas Handy benutzt. Und dafür habe ich mein Seminar sausen lassen. Wo wir jetzt eh beide hier sind, können wir da auch zusammen einen Kaffee trinken. Nein, danke. Da habe ich echt keine Lust drauf. Bitte, Anke, es ist mir wirklich total wichtig.
Ich muss dir was sagen. Was kommt jetzt wieder für ein Spielchen? Du hast schon Carla gegen mich aufgehetzt. Reicht dir das nicht? Ja, ich geb's zu. Aber hast du dich mal gefragt, warum? Weil du verwöhnt und eifersüchtig bist. Das denkst du also von mir? Das tut echt ein bisschen weh. Und es stimmt einfach nicht. Nein? Nein. Okay, ich war eifersüchtig, aber nicht auf dich, sondern auf Carla. Begreifst du es immer noch nicht? Ich mag dich total gern. Frau Jones, welch seltener Gast. Können Sie sich das Lokal denn auch noch leisten? Warum schleicht Ihr saubere Gehilfe wieder um mich rum? Pardon? Sie wissen, wen ich meine. Ein bisschen mehr Fantasie hätte ich Ihnen allerdings schon zugetraut. Hagens Versuch war dann doch etwas durchsichtig. Hagen? Sieh an. Ich erzähle Ihnen dann natürlich etwas ganz Neues. Entschuldigung, Frau von Anstetten. Da sind 2 Herren vom Ordnungsamt. Sie würden gerne unsere Küche überprüfen. So. Ja, es gab wohl Beschwerden wegen mangelnder Hygiene. Witzig, Frau Jones. Und so originell. Ich hätte Ihnen da wirklich mehr zugetraut. Ja, hier ist Angelo. Es läuft alles nach Plan. Frau von Anstetten bekommt gerade richtig Ärger. Hm? Ich war eben eifersüchtig. Und außerdem hatte ich noch nie was mit einer Frau. Ich bin ein bisschen durch den Wind. Trotzdem hast du vor Carla geschworen, du wolltest das nicht. Es war auch nicht gelogen. Verstehst du nicht, dass ich Angst habe? Ich weiß einfach nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und deswegen hast du mich verjagt? Ich habe gehofft, dann geht das weg. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Ich kann einfach nichts dagegen machen. Ihr beiden trefft euch hier zum Plauderstündchen? Habe ich was verpasst? Carla, wir wollten... Vanessa will zwischen dir und mir vermitteln. Sie findet, wir sollten uns vielleicht mal aussprechen. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Guten Tag, Herr Schneider. Haben Sie Nathalie mitgebracht? Nein, ich bin aus beruflichen Gründen hier. Nico hat mich ja bestellt. Will sie jetzt auch noch ihren Fahrprüfer verklagen, oder was? Du traust mir wohl alles zu. Ich habe mir das mit der Asemeyer noch mal durch den Kopf gehen lassen. Und ich glaube, ich ziehe die Klage zurück. Gute Idee. Ja, aber so einfach ist das nicht. Warum? Ist das so ein großer Akt? Das Zurückziehen der Klage ist nur eine Formalie. Aber das löst ein Problem nicht. Du willst doch die Abi-Zulassung. Ja, aber eben nicht übers Gericht. Der Stand vor der Klage war, wegen Mogelei, 0 Punkte in Englisch, also keine Abi-Zulassung. Aber genau da kämpfst du wieder hin. Ja, aber vielleicht kann ich ja noch mal mit der Asemeyer quatschen. Das glaube ich kaum. Sie ist nicht besonders gut auf dich zu sprechen. Und jetzt willst du ja auch noch einen Prozess anhängen. Na toll. Und was mache ich jetzt? Ich würde einen Vergleich anstreben. Du ziehst die Nötigungsklage zurück, wenn sie dich die Englischklausur wiederholen lässt. Und du meinst, darauf lässt sie sich ein? Wenn sie sieht, dass die Klage Aussicht auf Erfolg hat. Vielleicht schon. Schließlich hat sie auch was zu verlieren. Und was heißt das jetzt? Du lässt es vor Gericht einfach so weiterlaufen. Und im richtigen Moment machst du ihr ein Angebot. Das heißt, ich muss das jetzt durchziehen. Es geht um Abwägen von Chancen. So sind sie vielleicht nicht besonders gut. Aber ohne Klage hast du gar keine. Ich komme also aus der Nummer nicht mehr raus. Oh, hallo, Frau Jones. Guten Tag. Schön, dass Sie mal hier vorbeischauen. Was darf es denn sein? Ein Kaffee, bitte. Ja. Eigentlich wollte ich den ja im Schneiders trinken, aber da war gerade das Ordnungsamt. Tatsächlich? Ja, und offenbar war das kein Zufall. Irgendjemand hat das Bistro wohl angeschwärzt. Naja, da wird eine Beschwerde vorgelegen haben. Die neue Besitzerin kommt ja nicht von der Gastronomie. Und ist außerdem nicht sehr beliebt. Ja. Und dann wurde ich noch Zeugin eines sehr seltsamen Anrufs. Ach ja? Ja, der nette italienische Kellner. Angelo. Angelo, genau.
Ihn hat das Auftauchen der Beamten überhaupt nicht gewundert. Und als er mit Ihnen telefoniert hat, schienen Sie auch im Bilde zu sein. Oh, da müssen Sie etwas falsch verstanden haben. Hören Sie, ich habe das alles sehr richtig verstanden. Und ich habe selber Grund genug, Tanja von Anstetten zu hassen. Ach ja? Ich will ganz offen sein. Ich würde ihr eigentlich auch gerne an den Kragen. Deshalb wollte ich Ihnen einen Vorschlag machen. Und zwar? Warum tun wir beide uns eigentlich nicht zusammen? Gemeinsam zwingen wir sie in die Knie. Wie war eigentlich Nikos Fahrprüfung? Frag besser nicht. Hey, ich hab Tiramisu gemacht. Magst du auch was? Nein. Was ist denn der los? Ich schau mal. Mach aber bitte nicht wieder irgendwelche Dummheiten. Hab ich irgendwas nicht mitgekriegt? Das kannst du laut sagen. Läuft nicht so toll, was? Alles bestens, siehst du doch. Geht es um eine Frau? Also ja. Die blöde Kuh bandelt gerade wieder mit ihrer Ex an. Das ist nicht gut. Wo mache ich das alles überhaupt? Es geht doch eh noch nach hinten los. Was? Vanessa hat mit Coco geknutscht? Psst. Und die Tratschtaten da gehen mir auch auf den Geist. Gehst du jetzt nicht mehr ohne Anwalt aus dem Haus? Sicher ist sicher. Und du? Verkaufst jetzt Rosen am Straßenrand? Warum denn nicht? Ich suche einen Parkplatz. Bei deiner nächsten Prüfung stelle ich mich nicht so bescheuert an. Versprochen. Versprochen. Und auch sonst nicht. Gute Vorsätze. Leider zu spät. Ich habe dich angezeigt. Wegen vorsätzlicher Ablenkung im Straßenverkehr. Du glaubst echt alles, hm? Quatsch. Und was ist mit den Blumen? Ich könnte dir einen besonderen Preis machen. Vielleicht einen Kuss. Das wäre günstig. Ich denke, Sie haben Ihre Gründe. Ja, das kann man wohl sagen. Tanja ist die Bösartigkeit in Person. Was hat sie Ihnen eigentlich getan? Ich vermute, es hat mit dem Schneiders zu tun. Ja, das hat sie mir weggenommen und alles, was ich sonst noch hatte. Mit den perfidesten Tricks. Sie hat mich regelrecht terrorisiert. Kommt mir bekannt vor. Naja, aber Sie haben Ihren tollen Job in der Lahnstein Holding. Jetzt nicht mehr. Dank Tanja. Und eines gewissen Herrn Berg. Gut, aber das ist Schnee von gestern. Denken wir lieber an die Zukunft. Sie wollen also in die Offensive gehen. Ja, ich will des Schneiders zurück. Wissen Sie auch schon wie? Ach, ich mache hier so viel Ärger, bis sie es satt hat. Und dann kaufe ich des Schneiders über einen Strohmann zurück. Ach, so werden Sie Tanja nicht endgültig los. Das wäre nicht mehr als ein Teilerfolg. Man kann Tanja nicht endgültig besiegen. Man kann sie bestenfalls in Schach halten. Das sehe ich anders. Zu zweit sind wir ihr überlegen. Deshalb haben Sie noch mal über meinen Vorschlag nachgedacht. Was halten Sie davon? Du willst Tanja fertig machen. Da musst du dich verhört haben. Das werte ich mal als Ja. Genauso wie dein Bündnis mit Frau Schneider. Lecker. Wie war das jetzt noch gleich? Nico muss vor einem Zeugen besorgen? Sie muss auf jeden Fall ihre Mitschüler dazu bringen, ihre Anschuldigung zu bestätigen. Das ist kein Problem. Sie hat mich ja wirklich angefasst. Sprichst du von Vanessa? Sehr witzig. Sorry.
Frieden. Frieden? Hm? Hallo, ich möchte zu Vanessa. Ist sie da? Komm rein. Vanessa, Besuch für dich. Hi, so sieht man sich wieder. Willst du uns deine Freundin nicht vorstellen? Woher weißt du, wo ich wohne? Von deiner Freundin im No Limits. Was stehst du hier so untätig rum? Willst du deine Freundin nicht warnen? Ich arbeite nicht mehr für Tanja. Warum glaubst du mir nicht endlich? Spar dir doch das Theater. Es ist kein Theater. Ich will dir wirklich helfen. Für wie naiv hältst du mich? Du willst Tanja über das Schneiders fertig machen, nicht wahr? Wieso interessiert dich das? Ich ziehe nur meine Schlüsse. Und die wären? Das Schneiders ist nicht der richtige Hebel. Egal, was er tut. Tanja wird es nie aufgeben. So. Und warum nicht? Ich verrate dir jetzt etwas, das Tanja wirklich schadet. Vielleicht merkst du dann, auf welcher Seite ich stehe. Erwarte nicht, dass ich dir glaube. Was meinst du, wieso Tanja das Schneiders nicht aufgeben will? Sag du's mir. Weil sie dort in aller Ruhe Schwarzgeld waschen kann. Netter Biss in eurer WG. Du hast wirklich Geschmack. Das ist nicht mein Zimmer. Willst du was trinken? Später. Musik hören vielleicht. Wenn du magst. Okay, ich habe Tracy Chapman, Melissa Etheridge oder gefällt dir Katie Lang besser? Ist das nicht ein bisschen zu viel Klischee? Woher soll denn das wissen? Das ist mein erstes Mal. Aber du weißt, wie es ist, verliebt zu sein. Natürlich. Na siehst du, das ist alles, was du wissen musst. Ich habe mich wirklich in dich verliebt. Es wird wunderschön.